Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreuz Dame. Ich freue mich, dass ihr wieder bei einem neuen Stickzeitvideo dabei seid. Heute möchte ich euch mitnehmen an einem winterlichen Motiv, und zwar ist es dieses. Also ich muss es euch am Tablet zeigen, denn ich habe da keine Papiervorlage, sondern das Muster ist nur im Pattern Keeper auf meinem Tablet. Also das ist der Winterfuchs. Korrekte Bezeichnung ist der Winter Fox, eine Crop-Version. Sie wird 225 Stiche breit und 280 Stiche hoch und das Muster hat 96 Farben. Also hier ist es noch einmal der Winterfuchs. Der ist ja so niedlich. Und ja, das Muster ist, ihr könnt es hier erkennen, von der Cross Stitch Studio. Und wie schon gesagt ist, ich habe es ausschließlich im Pattern Keeper. Ja, daran werde ich euch mitnehmen. Ich zeige euch jetzt noch, wie es bis jetzt aussieht. Ja, soweit bin ich bis jetzt gekommen. Also ihr seht, ich arbeite wieder mit den backenden Fäden und ich bin momentan auf Seite 2 von insgesamt 20 Seiten. Also da gibt es noch einiges zu tun. Dann werde ich jetzt den Stoff einspannen, alles vorbereiten und wir sehen uns dann gleich beim Sticken. Bis gleich! So, meine Lieben, ich bin wieder zurück. Ich habe jetzt alles vorbereitet. Das heißt, ich habe den Stoff jetzt in den Q-Snap eingespannt und das Ganze am Tisch montiert. Und ich hoffe, ihr könnt auch was sehen beim Sticken. Ja, ich habe hier ja eine Menge an gebarkten Fäden. Und ich hoffe, ihr seht das auch eingeblendet im Pattern Keeper. Also alle blauen Dreiecke sind gebarkte Fäden. Und die grün markierten Punkte ist der aktuelle Faden, also den ich jetzt eingefädelt habe. Das heißt, mit diesem Faden werden wir jetzt 2 Kreuze sticken, denn mehr ist damit nicht zu sticken, wie man am Pattern Keeper erkennen kann. Und ja, das ist die Nummer 3828. Und wie gesagt, das sind lediglich 2 Kreuze zu sticken. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Also bei mir ist ja jetzt Endspurt vor dem Urlaub. Das heißt, es ist noch einiges zu tun, einige Vorbereitungen zu treffen. So, ich beende hier die 3828 mit einem Pin Stitch. Also ich habe noch nicht gesagt, ich sticke da auf 18 Count. Easy Count, AIDA, also der schon die Linien vorgezeichnet hat. So, dann brauche ich meine Garnkarten und den Restfaden gebe ich wieder auf die Garnkarte. So. Denn besonders bei diesen konfettireichen Bildern benötigt man ja auch kurze Fäden. Und manchmal sind es so wie hier gerade nur 2 Kreuze zu sticken und da sind dann die kurzen Fäden wirklich ideal. Ja, so, also einmal weggeräumt und dann zeichne ich die 2 Stiche ab und wir markieren die nächste. Das ist die Farbe 3064 und auch da habe ich einen gebarkten Faden. Da ist schon einiges mehr zu sticken und wie ihr sehen könnt, im Pattern Keeper gibt es auch unterhalb des 100er Kästchen
noch noch ein einzelnes Kreuz in dieser Farbe und das werden wir dann gleich mitsticken. Ja, also wie ich schon gesagt, der Urlaub steht vor der Tür. Jetzt müssen wir noch das Visum beantragen für Vietnam. Also das kostet $25 pro Person und das kann man nur online beantragen. Aber ich habe gehört, das geht dann ziemlich schnell, dass man das Visum bekommt. Also ein Touristenvisum, das ist gültig für 30 Tage. Aber dadurch, dass wir auch in Thailand, also genauer gesagt in Bangkok, eine Nacht verbringen, bevor wir weiterreisen, muss man auch diese Arrival Card ausfüllen. Also das ist ja ziemlich neu in Thailand. Das ist kein Visum und das kostet auch nichts, aber die muss man innerhalb von 3 Tagen vor der Einreise ausgefüllt haben und am besten, also so steht es im Internet, soll man es auch ausgedruckt mitführen, diese Arrival Card. Ja, dann werden, also im Garten sind noch die letzten Dinge zu machen, auch bevor jetzt wirklich der Winter kommt. Ja, und dann habe ich mir auch noch eine Badebekleidung, also genauer gesagt einen Bikini bestellt, also jetzt für den Urlaub. Und so klug wie ich bin, habe ich mir nur das Bikini-Oberteil bestellt. Und irgendwie habe ich vergessen bei der Bestellung, dass ich auch eine Bikini-Hose bestellen sollte. Also das wird jetzt noch schnell gemacht, denn ich habe ja noch ungefähr 1,5 Wochen circa Zeit bis zur Abreise. Also das sollte sich ausgehen, dass mir das dann auch noch zugeschickt wird. Ja, jetzt freuen wir uns schon wirklich sehr auf den Urlaub. Also jetzt ist es wirklich, wirklich schon Zeit, dass wir wieder unterwegs sind. So, auch die Farbe 3064 ist fertig gestickt. Wie üblich einen Pinstitch. Und den Faden abschneiden. So, also ich benutze diese Kabel, diese magnetischen Kabeln auch gleichzeitig als Needle Minder. Also die eignen sich hervorragend dafür, dass man seine Nadel nicht verliert. So, das war die 3064. Ich gebe nur rasch den Restfaden auf die Garnkarte. Und dann können wir auch das Ganze abstreichen. Also vor einigen Tagen habe ich euch ja das Monatsupdate gezeigt. Ich streiche ab, was wir alles, ihr seht jetzt das Markierte, das habe ich gerade gestickt und das wird abgestrichen. Und wir markieren uns die nächste Farbe und das ist die 950. Ja, nochmal zurückzukommen zum Monatsupdate. Also ich hoffe, es hat euch auch gefallen, was ihr gesehen habt. Es waren ja ganz verschiedene Projekte dabei, also wirklich Verschiedenes von Vordruck, gezählter Kreuzstich, dann auf 14, auf 16, auf 18 Count Projekte. Ja, es war auch wieder Willow dabei,
da habe ich ja ganz nette Kommentare dazu bekommen, also die kommt sehr gut bei euch an, die Willow. Dann habe ich ja auch an meinem ältesten oder einem meiner ältesten Projekte gestickt. Das ist das Heaven and Earth Design, das Mini Roaster 2. Da habe ich aber nur wenig Fortschritt geschafft. Ja, ich habe da momentan wirklich keine Lust daran zu sticken, aber ich wollte ein bisschen Fortschritt machen an dem alten Projekt, da es ja schon über 3 Jahre alt ist und ich ja vielleicht irgendwann auch einmal fertig werden möchte. Aber da merkt man, wenn man etwas mit Muss macht und keine Lust dazu hat, dann schafft man auch keine Fortschritte. Ja, dann habe ich euch auch mein Color by Color Halloween Soul, die Halloween Kitty, gezeigt. Das ist ja auch ein sehr schönes Motiv, aber dieser Soul, also ja, das ist nichts für mich. Also nicht auf diese Weise, also ich mag ja diese Souls sehr gerne, auch so wie sie Heaven and Earth Design macht oder auch der Soul von The Cross Stitch Studio. Da überlege ich ja auch, ob ich wieder mitmachen sollte. Die Peppermint Rose, ihr wisst vielleicht, wenn ihr meine Videos schaut, was damit gemeint ist, die war auch ein Soul von der Cross Stitch Studio. Ist zwar noch nicht fertig, aber in Arbeit. Ja, und diese Souls mache ich aus dem Grund gerne, da man da ja wirklich Seiten sticken kann und nicht so wie jetzt bei dem Color by Color Halloween Soul, wo man dann Farbe für Farbe sticken muss. Und ja, dieses Extreme Cross Country ist überhaupt nichts für mich. Ihr seht, ich bin ein sehr eher strukturierter Sticker, sehr organisiert, wenig Chaos. Ja, das ist eher meines. Gut, die 950 werden wir abstreichen. Und ich habe sie dann auch gleich darunter gepackt. Ihr seht es wieder an dem blauen Dreieck. Ja, aktuell haben wir 18 Stiche gemacht. Und wir markieren uns die nächste Farbe und das ist die 644. Auch da gibt es einen geparkten Faden. Und wenn ihr auf den Pattern Keeper schaut, da seht ihr, dass darunter kein Kreuz in dieser Farbe vorkommt, sondern in dem Kästchen daneben. Und das heißt, ich werde jetzt den Faden dann auch rechts daneben parken, in dem rechten Kästchen. Das rechte Kästchen ist ja nur mehr ein 30er Kästchen und kein 100er mehr, denn da ist die Seite zu Ende. Ja, was habe ich euch noch gezeigt? Ja, meine Finishes, da gab es ja auch schon das Finish-Video. Und ja, ihr konntet ja sehen, den Vordruck habe ich noch immer nicht herausbekommen von dem kleinen Schweinchen. Ich habe das wirklich probiert mit Bleichmittel, aber da hat sich überhaupt nichts getan. Also man merkt überhaupt keine Veränderung. Und wie ich euch im Video jetzt gesagt habe, wird der nächste Schritt dann sein, dass ich das Projekt in die Waschmaschine werfe und wirklich bei 60 Grad waschen werde. Diesen Tipp habe ich ja auch von einigen Zuschauern erhalten und bin gespannt, ob es auch was bringt. Das Garn und der Stoff sollte das Ganze ja aushalten. Ich habe ja auch alles gut vernäht, also das sollte nicht das Problem sein. Aber es wäre doch sehr angenehm, wenn sich dieser Vordruck auswaschen lassen würde. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich das Ganze fully finische, aber
trotzdem, es wäre gut, wenn der Vordruck weg wäre. Ja, das waren dann meine 3 Finishes, was ich euch gezeigt habe. Ja, dann waren ja auch ganz zum Abschluss meine Perlenbilder. Also 2 habt ihr gesehen. Mittlerweile habe ich ja auch mein Dokarewa. Da das Unboxing kommt noch für euch. Also ich habe es schon vorbereitet und das kommt noch vor meinem Urlaub. Einen Moment, jetzt hat sich der Faden etwas beim Öhr verdreht. So, irgendwie so, nochmal neu einfädeln. Ja, also mein Dokarewa, also ich habe es schon angefangen zu sticken. Ihr werdet erst das Unboxing dann sehen. Auch ein ganz, ganz niedliches Motiv. Ja, und diese Perlenvögel, die ihr jetzt in meinem Monatsupdate-Video gesehen habt, also die mag ich ja auch total gerne. Es gefällt mir besonders gut, weil es ja transparente Perlen sind, also nicht diese opaken Perlen. Da habe ich zwar auch noch ein Bild zu Hause, und zwar den Igel mit den Erdbeeren, aber das habe ich noch nicht angefangen und ja, ich weiß noch nicht, wann das drankommt, da ich ja wirklich momentan sehr viele Projekte am Laufen habe. Ja, und noch zu diesen Perlenbildern mit den opaken Perlen. Ich habe da von einer YouTuberin auch ein Video gesehen, die stickt auch an diesem Perlenbild mit den opaken Perlen. Und ja, sie zeigt das wirklich ganz aus der Nähe und stickt das, wie soll ich sagen, ja, Faden für Faden. Und ich sticke ja Kästchen für Kästchen und bei diesen Perlen sieht das sehr unregelmäßig aus und ja, es macht ein unruhiges Bild. Es ist zwar schön gestickt, aber die Perlen legen sich nicht so schön aneinander. Ich weiß jetzt nicht, ob es an der Stickweise liegt oder einfach an den Perlen, aber das werde ich ja dann sehen, wenn ich selber starte mit diesen Perlen. So, das war die 644. Ihr seht wieder, auf der rechten Seite habe ich den Faden gebarkt. Wir starten mit der 3864, auch gebarkter Faden. Da gibt es nur 3 Kreuzchen zum Sticken. Ja, so wie ich euch vorher gesagt habe, für mich macht es halt einfach mehr Sinn, wenn ich die Fäden barke und mich so sehr strukturiert durcharbeite, als kreuz und quer zu sticken. Also ich komme damit nicht gut zurecht mit dieser Cross-Country-Stickweise. Die meisten Bilder werden bei mir mit der Bark-Methode gestickt. Ein paar wenige sticke ich Faden für Faden, also Farbe für Farbe, aber auf keinen Fall in diesem Extreme Cross Country, sondern wirklich nah an dem Gestickten, dass ich dort weiter sticke. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also ich würde nicht sehr weit springen, also ich springe nicht sehr weit, sondern ich sticke wirklich sehr nah an dem Gestickten. Also das mache ich jetzt nicht nur bei der Bark-Methode, sondern auch wenn ich Cross-Country Farbe für Farbe sticke. So, die 364 ist auch schon wieder fertig. 3864, Entschuldigung. Wir werden abschneiden. Ich
Ich werde den Faden wieder auf die Garnkarte geben. Sofern ich sie finde, die richtige Garnkarte. Ja, hier ist sie. Ich habe da ja 5 Garnkarten mit jeweils 20 Slots oder wie ich es nennen soll. Und das Bild hat ja 96 Farben. So, dann streiche ich das Ganze ab. Es waren ja nur 3 Kreuze. Und dann kommen wir zu einem nicht gebackten. Und das ist die 436. Die muss ich mir raussuchen. Und ja, da werde ich die oberen 3 Kreuze sticken. Oder ja, ich werde bis runter sticken. Es ist nicht so weit zu springen. Ich habe hier einen recht kurzen Faden. Den werden wir verwenden. Also ihr seht, ein recht kurzer Faden. Ich habe ihn schon doppelt, denn ich beginne ja immer mit dem Loop. Und bei 18 Count sticke ich ja zweifädig. So, eingefädelt. Das heißt, wir sticken einmal die oberen Kreuze. Ja, was habe ich euch sonst noch gezeigt? Ja, meine Katze im Körbchen von der Firma Waterpiece. Da habe ich ja erst den Hintergrund geschafft, also ein Teil des Hintergrundes, noch nicht so viel. Die Aqua Lady, falls ihr euch an sie erinnert, habe ich zurzeit weggelegt. Irgendwie mag ich momentan überhaupt nicht daran sticken. Vielleicht liegt das ja auch daran, dass mir ja diese Farbzusammenstellung nicht so gut gefällt im Gesicht. Darum habe ich sie auf die Seite gelegt. Also sie ist im Lager. Meine Halloween Kitty ist auch im Lager. Also da mache ich jetzt bei dem Soll nicht mehr mit, sondern werde sie dann mit meiner Backmethode wieder sticken, wenn ich Lust dazu habe. So. Die restlichen Kreuze, ich hoffe es geht sich aus mit meinem Mini-Faden. Also ich gehe ja sehr sparsam mit meinen Fäden um. Das heißt, ich springe nicht weit und ich sticke wirklich bis zum bitteren Ende, bis sich wirklich kein Kreuz mehr ausgeht. So. Also das ist wirklich sehr knapp. Aber ich kann das Ganze noch mit dem Pinstitch beenden. Also so viel Faden habe ich noch. Das ist wirklich sehr knapp. So, ich werde das dann hinten abschneiden, denn der Faden ist wirklich sehr kurz. Ja, dann das Ganze wieder abstreichen. Diesmal sind es nur 6 Kreuze gewesen von der Farbe 436. Dann haben wir wieder einen gebackten Faden, das ist die 437. Ein langer Faden, aber da sind auch etliche Kreuze zu sticken. Und das können wir dann darunter wieder backen, im Feld darunter.
So. Ja, ich habe es jetzt schon mehrmals angekündigt, also Urlaub, und es wird in dieser Zeit dann auch keine Videos geben. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr mir treu bleibt und auf meinem Kanal bleibt, denn nach den 3 Wochen geht es natürlich wieder weiter, in aller Frische und hoffentlich gut erholt, und dann möchte ich ja den Kanalgeburtstag mit euch feiern. Ja. So. Ich denke, nach diesem Faden werden wir dann das Video beenden. Zum Erzählen gibt es ja nicht besonders viel. Wie gesagt, Urlaubsvorbereitungen stehen im Vordergrund. Ich selbst habe natürlich noch keinen Urlaub und muss ja auch noch arbeiten. Auch mein Mann muss noch arbeiten. Also versuchen wir jetzt alles noch nebenbei vorzubereiten, neben unsere Dienste. Dann, wenn wir dort angekommen sind in Vietnam, werden wir am Flughafen Geld wechseln. Also die vietnamesische Währung ist ja der vietnamesische Dong. Ja. Und ja, das ist auch wieder ganz eine eigenartige Umrechnung. Ungefähr so wie damals, falls ihr euch erinnern könnt, an die italienische Lira. Also da hat man ja auch schnell Tausende an Lira bezahlt. Und ungefähr so verhält es sich auch mit dem vietnamesischen Dong. Also ich habe jetzt ein bisschen gegoogelt, was zum Beispiel ein Cola kostet. Also so eine kleine Dose Cola kostet in etwa 20.000 Dong. Also das ist wirklich eine Zahl, also 20.000. Ja. Umgerechnet ist es natürlich sehr, sehr wenig. Es ist sehr günstig dort. Man kann für 3, 4 Euro eine Hauptmahlzeit essen in einem Restaurant. Und ja, das, was ich auch gerne mag in diesen asiatischen Ländern, sind die frisch gepressten Fruchtsäfte. Bei uns kostet das ja wirklich sehr viel, aber dort ist das wirklich ganz billig. Und die schmecken wirklich, wirklich lecker. Ja, so. Auch da haben wir nur mehr ein paar Kreuze zu sticken. Ja, wie ihr seht, es ist nicht wenig Konfetti. Also da ist schon einiges zu tun. So. Also aktuell ist es ja das Fell, das braune, was ich sticke, das braune Fell des Fuchses. So. Gut, und ich backe wieder den Faden in dem Kästchen darunter. So. Und das Ganze markiere ich wieder. So,
auch das ist geschafft. Ja, sollen wir noch einen Faden gemeinsam sticken. Wir haben dann Moment. Noch ich markiere das am Pattern Keeper wieder, und das ist die Farbe 333, die wir hier noch haben. Also die ist auch gepackt, der Faden. Das werden wir noch gemeinsam sticken. Also wie gesagt, viel Farbwechsel, manches Mal ein bisschen mehr von einer Farbe zu sticken, manches Mal etwas weniger. Aus der Nähe kann man es jetzt auch nicht so gut erkennen, aber das kommt dann toll raus. Der Fuchs ist ja schneebedeckt, also sein Fell. Und das sieht wirklich, wirklich gut aus. Also ich kann die Muster von der Cross Stitch Studio wirklich bedenkenlos weiterempfehlen. Sie sind sehr, sehr detailliert und sie kommen sehr, sehr gut raus. Also ich bin wirklich ein Fan davon, von diesen Mustern. Leider hat der Cross Stitch Studio sehr viele große Muster, also damit meine ich wirklich riesige Muster, also so mit 1 Meter Breite oder auch mehr, und die möchte ich jetzt eigentlich nicht sticken, denn wie gesagt, man möchte ja irgendwann auch einmal fertig werden, und die Chancen bei solchen Bildern fertig zu werden ist ja sehr gering, oder besser gesagt, man stickt halt dann wirklich viele, viele Jahre daran. Ja, das ist eben diese Crop-Version, und die Crop-Versionen sind ja deutlich kleiner. Also eine Crop-Version bedeutet, es ist ein Ausschnitt aus einem Bild, ja, könnte man so bezeichnen. Der dann halt hervorgehoben wird und den man dann stickt. Das heißt, es gibt ja auch noch eine größere Variante. Also das Originalbild ist eigentlich viel größer als diese Crop-Version. So. Auch da sind wir jetzt gleich am Ende mit dem Faden Nummer 3033. Dieses Beige. Da sticke ich das einzelne Kästchen, das einzelne Kreuz im Kästchen darunter auch gleich mit, weil es ja nur ein einzelnes ist. So, weiter sticke ich aber nicht, denn da ist ja die Seite zu Ende, und ich sticke ja immer Seite für Seite. Jetzt rutsche ich noch ein Stück nach oben, ja, dass ich nicht aus dem Bild bin. So, mit Pinstitch wieder beenden, und dann schneiden wir das Ganze ab. Ja, und dann möchte ich jetzt auch gleich das Video beenden. Ich streiche noch ab. Und dann schauen wir mal, wie viel wir geschafft haben. Aktuell haben wir gemeinsam 63 Kreuze gestickt. Das heißt, jetzt geht in der nächsten Reihe weiter mit der Farbe 842. Auch da gibt es einen gepackten Faden, und da werde ich jetzt alleine noch weiter sticken. Ja, wir sehen uns dann wieder mit einem Unboxing.
das gibt es noch zu sehen. Ein Unboxing von Painting Fairy Cross Stitch und auch noch ein Unboxing von Tokarewa, bevor ich mich in den Urlaub vertschüsse. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, einen schönen November, der hat ja jetzt begonnen. Und ja, eine gemütliche Stickzeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Tschüss.